Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch 4 Dinge, die ihr in Sworn Liberty machen solltet, um perfekt auf T2 vorbereitet zu sein. Dadurch könnt ihr zu Beginn von T2 eine Menge Loot machen oder ihr seid allen anderen Spielern weit voraus. Also lasst uns gleich loslegen. Tipp Nummer 1: Sammelt so viele Vertragsblätter wie möglich. Warum ist das wichtig für uns? Wir können diese Vertragsblätter zerlegen und erhalten dann Siegel der alliierten Streitkräfte. Was können wir mit dem Siegel der alliierten Streitkräfte machen? Wir können bei diesem Händler wiederum Vertragsblätter herstellen. Das ist interessant für uns, da vermutlich mit dem Erscheinen von T2-Items auch neue Abgrund-Dungeons erscheinen, in denen dann besserer Loot fallen gelassen wird, sprich T2-Items, die wir gerade am Anfang sehr lukrativ verkaufen können. Und zum anderen wird es dort neue Abgrundmünzen geben. In diesen neuen Münzen werden auch andere Kisten erscheinen und in diesen anderen Kisten befindet sich ebenfalls T2-Loot, den wir für uns selbst behalten können oder verkaufen können. Tipp Nummer 2: Spart so viele Vertragsmünzen wie möglich. Denn es wird so sein, dass sobald T2-Gegenstände ins Spiel kommen, wird es eine neue, edle, epische Auswahltruhe der Stufe 2 geben, in der sich Waffen von T2 befinden. Gerade am Anfang kann man die Eigenschaften davon extrahieren und für viel Lucent verkaufen. Tipp Nummer 3: Erhaltet eure Auswahltruhen von 2 Sternen. Warum das Ganze? Und zwar wird es so sein, dass sobald T2 rauskommt, es in diesen Rüstungsauswahltruhen ebenfalls T2-Items geben wird. Diese kann man dann wieder kaufen und für teuer Lucent verkaufen. Sollte es so sein, dass ihr Zufallsdungeons lauft, dann behaltet diese Truhe für den Zufallsdungeon auf jeden Fall auch. Denn wie wir wissen, gab es ja bei T1 die Chance, dass man direkt diese Essenzen bekommt. Vielleicht bietet sich die Möglichkeit bei den 2-Sterne-Dungeons ja auch. Und es wäre schade, wenn wir diese Möglichkeit nicht nutzen. Und damit kommen wir zu Tipp Nummer 4. Tipp Nummer 4 ist Fehlstacking. Keine Sorge, ich will es nicht zu kompliziert machen. Wichtig zu wissen ist halt, dass T2 1 höher ist als T1 und daher das Upgraden so ähnlich funktioniert wie von blauen Items auf epische Items. Dazu ist noch gut zu wissen, dass man insgesamt 8100 Blessing braucht. Wie man auf diese 8100 Blessing kommt, zeige ich euch in 3 einfachen Schritten. Schritt Nummer 1 ist es, ein lila Item, welches wir gerade nicht zu unserer Ausrüstung zählen und was relativ günstig ist, auf 4160 Blessing zu bekommen. Wie machen wir das? Indem wir ein lila Item hier oben reinziehen und es immer weiter mit blauen Items füttern und hoffen, dass es fehlschlägt. Derzeit hat dieses Item 400 Segen und wir machen das einfach mal. Es ist fehlgeschlagen. Nun haben wir 440 Segen. Und das müssen wir halt so lange machen, bis wir 4160 Segen haben. Das wäre Schritt 1. Kommen wir zu Schritt Nummer 2. Sollte das Item dann irgendwann mal 4160 Blessing erreicht haben, transferieren wir in dieses Item unsere bisherige Ausrüstung, also das, was wir die ganze Zeit tragen. Also sollte man das erst machen, wenn man schon ein T2-Item hat, was man auch tragen möchte. Transferieren wir das Item jetzt in dieses Item, bekommen wir ein neues Item mit 5480 Blessing. Das wäre Schritt 2. Kommen wir nun zu Schritt Nummer 3. Da wir nun ein plus 9 Item haben, welches 5480 Blessing hat, ist der letzte Schritt, dass wir die Eigenschaften voll ausbauen. Sollte das geschehen sein, können wir das Item in unser neues T2-Item transferieren und erhalten dadurch ein T2-Item mit 8120 Blessing. Nun können wir unsere neue T2-Waffe zum Beispiel mit T1-Eigenschaften upgraden und sparen uns eine Menge Lucent. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und wir sehen uns beim nächsten Mal.